Moin ihr Lieben, willkommen zum 6. Teil meines Fräsenbaus. In den letzten Teilen ging es ja so ein bisschen um den Antriebsstrang. Also wir hatten uns den Schrittmotor ein bisschen genauer und den Servomotor ein bisschen genauer angeschaut. Und wir hatten den Direktantrieb mit dem Riemenantrieb verglichen. Außerdem hatte ich euch den ersten Testlauf meiner Maschine gezeigt. Und die lief ja noch mit Mach 3 und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich da von Mach 3 relativ schnell weggekommen bin und dann mit SimCNC weitergemacht habe. Und warum ich gewechselt habe, das seht ihr unter anderem auch dann in diesem Video. In diesem Video sage ich was zur S-Curve-Technik. Dann spreche ich nochmal kurz Mach 3 an. SimCNC und Linux-CNC. Da muss ich aber schon mal vorweg sagen, dass ich mich mit Linux-CNC noch bisher wenig beschäftigt habe und da eigentlich noch ein Anfänger bin. Trotzdem denke ich mal, gibt es schon ein paar ganz interessante Erkenntnisse so nach den ersten Stunden mit dem Rumspielen bei Linux-CNC. Zum Schluss gebe ich nochmal einen kurzen Ausblick, wie es dann weitergeht. Nach dem Exkurs jetzt in die Antriebstechnik, also die Achsenaufbau, Antriebsmöglichkeiten, Riementrieb und so weiter, soll es dann ja endlich auch wieder zurückgehen zur Konstruktion meiner Mineralgussfräsmaschine. Und das wird dann im nächsten Teil wieder der Fall sein, dass wir uns dann wieder mehr mit konstruktiven Entscheidungen und dem Aufbau meiner Fräse beschäftigen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und fange jetzt mal mit der S-Curve-Technik an. Ich bin hier auf der Seite von pmdcorp.com. Da findet man ganz nützliche Hinweise zur S-Curve-Technik. Den Link hier oben, den lege ich euch auch in die Videobeschreibung. Übliche CNC-Software, wie zum Beispiel Mach 3 oder Linux CNC, verwenden dieses Trapezprofil. In diesem Diagramm ist die Geschwindigkeit über der Zeit aufgezeichnet und man hat eine typische Dreiteilung. Also es gibt eine Phase, in der die Geschwindigkeit konstant steigt, dann haben wir eine konstante Geschwindigkeit und hier fällt die Geschwindigkeit wieder. Also immer wenn man eine Position anfahren will, hat man diesen Ablauf, die Geschwindigkeit wird gesteigert, die Geschwindigkeit bleibt für einen bestimmten Bereich konstant. Und kurz vor Schluss muss natürlich wieder gebremst werden. Hier unten drunter ist jetzt für dieses Geschwindigkeitsprofil das Beschleunigungsprofil. Man sieht, dass die Beschleunigung hier von 0 richtig hoch schießt auf den Wert und dann konstant bleibt. Kann man auch hier erkennen, die Steigung bleibt hier konstant und die Steigung in dem Geschwindigkeitsdiagramm ist ja nichts anderes als die Beschleunigung. In diesem zweiten Teil, da ist ja die Geschwindigkeit konstant und da muss auch nicht beschleunigt werden. Und im letzten Teil, im dritten Teil, wird jetzt gebremst und hier wird auch wieder mit dieser Beschleunigung verzögert. Das Problem bei so einem Trapezprofil ist, dass die Beschleunigung sprunghaft Änderungen durchmacht. Also hier, da und an dieser Stelle auch nochmal. Bei der S-Curve-Technik hat man im Gegensatz zu dem normalen Trapez jetzt nicht 3 Bereiche, sondern man hat 7 Bereiche. Die Geschwindigkeit wird langsam verringert, hier wird sie konstant verringert und hier zum Schluss ändert sich die Geschwindigkeit dann nur noch ganz langsam. Im zugehörigen Beschleunigungsdiagramm sieht man jetzt, dass die Beschleunigung langsam zunimmt. Also wir haben nicht diesen Sprung drin wie hier drüben, sondern die Beschleunigung nimmt langsam zu. In diesem ersten Bereich. In dem zweiten Bereich, wo wir hier diese Gerade haben, da ist die Beschleunigung konstant und hier nimmt die Beschleunigung wieder ab. In diesem Diagramm haben wir also nicht die Sprünge wie hier drüben, sondern die Beschleunigung nimmt langsam zu oder langsam ab. Die Geschwindigkeit hat ja die Einheit Meter pro Sekunde und die Beschleunigung gibt ja die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit an, hat also die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat. Jetzt gibt es noch eine dritte Größe, das ist der Jerk oder der Ruck.
Der Jerk gibt jetzt die Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit an. Und damit ist seine Einheit Meter pro Sekunde hoch 3. An dieser Stelle hätten wir also einen sehr großen Jerk, weil sich innerhalb von kurzer Zeit die Beschleunigung rapide ändert. Und hier vorne bei der S-Curve-Technik, bei dieser Beschleunigung, da wäre jetzt wieder diese Steigung, das wäre der Jerk, also die Änderung der Beschleunigung pro Zeiteinheit. Hier zeige ich euch nochmal ein Diagramm von der Seite zaber.com. Da sind dann die Größen untereinander aufgelistet. Oben ist die Position, also man will von 0 auf 1 mm fahren, also von da bis da wäre 1 mm. Und jetzt guckt man sich an, wie sieht das aus bei verschiedenen Geschwindigkeitsdiagrammen. Also hier das Trapez, was diese einfachen Steuerungen meistens haben, im Geschwindigkeitsdiagramm. Also die Geschwindigkeit wird konstant erhöht. Das heißt, wir haben eine konstante Beschleunigung. Die sehen wir jetzt hier, diese blaue Linie. Und gucken wir uns vielleicht nochmal die grüne Linie an. Hier haben wir schon so ein bisschen S drin. Und in der Geschwindigkeit haben wir hier auch dieses S drin. Wenn wir uns die Beschleunigung jetzt angucken, das heißt, die Beschleunigung wird langsam größer in dem Bereich, wo die Kurve ist. Dann in dem Bereich von dem geraden Teil bleibt sie konstant und hier oben fällt sie jetzt wieder langsam ab. Und wenn wir uns den Jerk jetzt mal angucken für die blaue und die grüne Kurve, für die blaue Kurve wäre es an diesen Punkten hier der Jerk eigentlich theoretisch unendlich. Und wenn wir hier so eine kleine Kurve reinlegen bei dem grünen, dann sehen wir schon, dass wir einen viel kleineren Ruck reinbekommen, einen kleineren Jerk-Wert. Dieser kleinere Jerk-Wert wirkt sich dann extrem positiv auf die CNC-Maschine aus. Als ich von Mach 3 auf SimCNC umgestiegen bin und den ersten Testlauf gemacht habe, hat man sofort deutlich gemerkt, dass die Maschine viel, viel geschmeidiger und ruhiger läuft. Also die S-Curve-Technik reduziert hörbar die Geräusche und die Vibrationen. Es wird deutlich weniger Schwingungsenergie in das Maschinengestell und in das Werkstück gespeist. Und die Lebensdauer der Antriebskomponenten dürfte auf jeden Fall auch erhöht werden. Mach 3 war damit raus aus dem Rennen. Da hatten mir persönlich aber auch ein paar andere Dinge nicht gefallen. Also die Oberfläche fand ich nicht so prickelnd. Und auch Visual Basic als Programmiersprache, ja, fand ich auch nicht toll. Linux CNC kann ja auch keine S-Curve-Technik, aber Linux CNC kann was die IPM nicht kann in Verbindung mit der SimCNC, und das sind Encoder. Also wir haben keinen einzigen Encoder bei der IPM, und wenn wir uns einen Linux CNC mit einer Mesa-Karte, zum Beispiel der 7i96S und einer Erweiterungskarte für Encoder, die 7i85 oder 7i85S nehmen, dann haben wir da natürlich Encoder und können Glasmaßstäbe verwenden. Also Glasmaßstäbe geht mit der IPM und SimCNC nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich Linux CNC noch mit in dieses Video genommen? Weil hier geht es ja eher um Beschleunigungsrampen und S-Curve-Technik. Ja, das ist ganz einfach. Bei dem Linux CNC kann ich euch nachher auch so eine Beschleunigungsrampe zeigen, und ich kann euch das auch nochmal zeigen mit einem echten Closed Loop, also mit einem Glasmaßstab, der dann die Rückkopplung gibt an die Steuerung. Die Eigenschaften, die ich jetzt hier vergleiche von der SimCNC mit der IPM und der Linux CNC-Version, das sind natürlich nur eine ganz kleine Auswahl. Da könnte man ja ein eigenes Video drüber machen, was weiß ich, wie lässt sich die GUI verändern, wie leicht lässt sich ein System einrichten, wie sieht es aus mit einer Doku. Es sind verschiedene Sachen möglich, zum Beispiel kann man eine Drehmaschine damit auch ansteuern. Also ganz viele Dinge, die ich jetzt hier gar nicht berücksichtigen will. Also hier soll es einfach nur um diese S-Curve-Technik und Encoder gehen, und da unterscheiden sie sich hier auch schon ordentlich. Die Preise, die ihr seht, die sind Stand Juli 2024. Ich habe das Handrad mal mit aufgenommen, weil ihr bei der IPM wirklich nur das eine Handrad nehmen könnt. Also ihr müsst diese 290 € ausgeben. Bei Linux CNC ist man da ja ein bisschen offener.
So ein übliches Wireless-Handrad liegt zurzeit so ungefähr bei 130 Euro. 725 Euro finde ich ist jetzt für eine Hobby-Steuerung ja schon obere Grenze. Und hier auf der Linux-Seite, da wären wir so bei 54 Euro. Ich zeige euch jetzt, wie man die S-Curve im SimCNC einstellt und später zeige ich euch dann nochmal die Beschleunigungsrampe im Linux CNC bei einer Teststrecke. Ich öffne mal die Einstellungen vom SimCNC und da findet man unter Module die verschiedenen Achsen, also X, Y, Z-Achse. Und hier gibt es ein Motortuning. Ich ziehe das mal ein kleines bisschen größer, dass man ein bisschen mehr erkennt. So, und gucken wir uns das Diagramm mal an. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil es sind eigentlich zwei Diagramme. Die Geschwindigkeit ist hier links angegeben, also für diese untere Kurve, das wäre die Geschwindigkeitskurve. Und die Beschleunigung, die seht ihr hier. Und die Werte für die Beschleunigung sieht man auf der rechten Seite. So, was habe ich eingestellt? Ich habe 800 Schritte pro Millimeter eingestellt. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie ihr eure Motoren eingestellt habt. Mein Motor läuft mit 2000 Schritt pro Umdrehung, aber ich habe auch noch ein Getriebe drin, 1:2. Und daher brauche ich, um die Spindel einmal zu drehen, 4000 Schritte. Wenn die Spindel sich einmal dreht, dann sind es bei mir 5 mm, also 4000 durch 5, dann käme ich auf die Schritte pro Millimeter und das sind diese 800. Die Geschwindigkeit, die ihr hier seht, ist in Millimeter pro Sekunde angegeben, die Beschleunigung in Millimeter pro Sekunde Quadrat und der Ruck in Millimeter pro Sekunde hoch 3. Geschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde würde dann 6 Meter pro Minute sein. Das reicht mir aus bei meiner kleinen Maschine. Was noch wichtig ist, dass man mit der Frequenz nicht zu hoch kommt. Die IPM kann eine Frequenz von 125 Kilohertz. Also hier haben wir noch genügend Luft nach oben. So, kommen wir jetzt aber zu der Besonderheit bei dem SimCNC. Das ist die S-Curve-Technik. Also bei den anderen Maschinen, da könnt ihr ja auch überall die Geschwindigkeit, die Beschleunigung könnt ihr einstellen, egal ob das ein Mach 3 oder ein Linux CNC ist oder irgendeine andere Software, da könnt ihr das einstellen. Was ihr meistens nicht einstellen könnt, ist der Ruck. Ich gebe hier mal einen sehr großen Wert ein. Und jetzt sieht man schon, dass wir hier auf einmal von der S-Curve auf diese ganz normale Trapez-Geschwindigkeitskurve wieder kommen. Das heißt, hier wird die Geschwindigkeit gleichmäßig erhöht. Wir halten die Geschwindigkeit und es fällt ab. Und jetzt sieht man auch wieder diese problematische Beschleunigung. Also wir haben hier diese Sprünge drin in der Beschleunigung. Und das ist natürlich nicht gut. So, wenn wir jetzt einen anderen Wert einstellen, ich weiß gar nicht, 40, 50.000 in sowas, in dieser Größenordnung habe ich da, glaube ich, drin. So, jetzt gucken wir uns mal die Kurven an. Also jetzt haben wir eine schöne S-Curve. Sehen wir hier, so nach ungefähr 0,1 Sekunden sind wir schon auf der Endgeschwindigkeit von 6 Meter pro Minute. Wir sehen hier auch, dass die Beschleunigung in diesem Teil, wo die Kurve hier unten ist, zunimmt. Dann haben wir diesen geraden Teil in der Geschwindigkeit, also wo die Geschwindigkeit gleichmäßig zunimmt. Da haben wir die konstante Beschleunigung. Und hier oben ist wieder dieser Bereich, wo die Geschwindigkeit langsam nicht mehr so stark zunimmt und dann geht auch die Beschleunigung runter. Und hier oben der Teil, da haben wir schon die konstante Geschwindigkeit und daher müssen wir auch nicht beschleunigen. Also durch die Angabe dieses Parameters, des Ruckes, lässt sich die Steuerung viel geschmeidiger einstellen. Ich kenne zurzeit keine Steuerung im Hobbybereich, die das kann. Ich kenne natürlich auch nicht alle Steuerungen. Wenn ihr eine Steuerung kennt, die auch S-Curve-Technik kann und im Hobbybereich eingesetzt werden kann, also bezahlbar ist, dann könnt ihr das hier mal unten in die Kommentare schreiben. So, das war es eigentlich jetzt schon mit dem SimCNC und jetzt gehen wir mal rüber zu Linux CNC. Da nehme ich euch auch mit an den Linux CNC-Rechner, der bei mir in der Werkstatt steht. In der SimCNC-Software habe ich euch ja schon gezeigt, wie das mit der S-Curve-Technik aussieht. Linux CNC kann das zurzeit nicht.
Aber ich habe ja auch gesagt, dass Linux CNC mit Glasmaßstäben arbeiten kann. Und da will ich euch gerade mal die Beschleunigungsrampe und den Positionsfehler zeigen. Ich kann euch das nur an der Teststrecke zeigen und die ist recht wackelig, also mit 3D gedruckten Teilen. Und da werden wir auf jeden Fall kein optimales Ergebnis, was den Positionsfehler betrifft, erzielen können. Linux CNC bringt ein paar Bordmittel mit denen man so eine Achse optimieren kann. Ich habe einen 2 Newtonmeter JMC Schrittmotor verbaut und so einen relativ günstigen Glasmaßstab. Dafür öffne ich mal das HAL-Scope. Das ist ein Oszilloskop. Bei dem Oszilloskop habe ich von dem Joint 1 das Bell-Command eingegeben und auch getriggert. Das heißt, wenn ich da eine steigende Flanke habe, nimmt das Oszilloskop Daten auf. Dann, was ich mir anschauen will, ist der Fehler in dem Joint 1. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Also ich gehe hier einfach mal einen Fahrbefehl, wegen hier 5 mm. Und guck mal, was passiert. Also ich fahre einfach mal los. Man sieht oben, es wird getriggert. Und man sieht jetzt hier den Fehler. Ich kann das Ganze noch ein bisschen einzoomen oder ich nehme eine kleinere Strecke, dann passt es vielleicht besser. Mit 1 mm fahre ich jetzt nochmal. Das wird wieder getriggert, sieht man oben. Ja, 1 mm ist besser eingestellt. Jetzt sieht man hier oben, hier unten sieht man jetzt die Geschwindigkeitskurve, das heißt, wir haben nicht wie beim SimCNC hier irgendwelche Abrundungen drin, sondern das geht direkt über. Und ich bin jetzt hier im Kanal 2 und kann mir die Fehler anzeigen. Ihr seht, bei dieser wackeligen Aufstellung, wie ich sie habe, ist der recht hoch. Hier unten kann man den Fehler sehen. Also beim Anfang 0,04, also 400 ungefähr. Ja, hier, da geht es einigermaßen. Da sind wir bei 0,025 und am Ende ja, sieht es auch nicht so ganz doll aus. Also wir haben keine S-Curve-Technik bei dem Linux CNC, keine Abrundungen. Und wenn wir einen Glasmaßstab verwenden, wie jetzt in diesem Beispiel, heißt das nicht, dass wir immer 100% genau fahren, weil wir haben ja diesen Regler drin. Und dieser Regler ist gar nicht mal so einfach einzustellen, weil er sich natürlich für jede Beschleunigung, für jede Geschwindigkeit, die ich einstelle, also wenn ich Änderungen an der Achse vornehme, sich wieder anders verhält und somit nie für alle Vorschubgeschwindigkeiten optimal eingestellt werden kann. Für das Einstellen der Achse bringt jetzt Linux CNC auch noch ein Werkzeug mit. Das ist hier dieses Kalibrierungswerkzeug. Die erste Achse, die ich hier habe, das ist eine Achse, die läuft ohne Glasmaßstab. Also da läuft der Schrittmotor ohne Rückkopplung von Glasmaßstab. Das ist in dieser Einstellung von dem PN-Conf, wie das Ding heißt, vorgegeben. Und das wäre die zweite Achse, die wir jetzt mit dem Glasmaßstab, also mit der Rückkopplung von Glasmaßstab. Ich will jetzt gar nicht so genau auf diese Parameter eingehen. Ich kann vielleicht einmal zeigen, wenn ich den P-Wert recht hoch setze, was dann passiert mit diesen Schwingungen hier. Ich kann das mal ausprobieren. Und man hat es schon gehört, ich fahre jetzt vor, es wird getriggert. Und man sieht auf einmal, sind diese Schwingungen sehr stark drin. Also das Einstellen der Achse ist echt ein Optimierungsproblem. Und wie gesagt, das ist nicht ganz einfach. Ich kann mal einen sehr kleinen P-Wert einstellen, mal gucken, was dann passiert. Es wird wieder getriggert. Ja, und jetzt schafft es halt eben nicht hier so runterzukommen auf die Nulllinie, also die Fehler sind immer hier in diesem Bereich. Und man sieht auch, dass die Endposition hier auch ziemlich daneben ist. Also wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, ist es vor allem wichtig, dass ihr hier auf Kanal 1 oder auf irgendeinem Kanal euer Bell-Command legt und dass ihr auf
diesen Kanal auch euren Trigger legt. Den Schwellenwert kann man so leicht über dieses Well-Command legen, damit der Trigger dann auch sauber auslöst. Ich setze jetzt mal den P-Wert wieder zurück und wir schauen uns gleich nochmal die HAL-Konfiguration an. Ich habe mir jetzt in das HAL-Show einige Pins reingezogen von der 7i96S. Ich schaue mir den Encoder 0 an und habe mir davon einige Pins rüber zur Beobachtung gelegt. Mein Glasmaßstab hat einen Scale von 200, also wenn ich 1 mm fahre, dann bedeutet das, dass 200 Counts kommen. Und ihr werdet jetzt auch genau sehen, dass mit dem Glasmaßstab immer genau diese Schritte gefahren werden. Also wenn ich 1 mm sage, kommt es auch zu 200 Counts. Also es wird exakt angefahren, die Endposition wird auch exakt angefahren. Auf dem Weg dahin gibt es natürlich durch den Regler ein paar Fehlerchen, aber die Endposition ist exakt. Ich habe die Steuerung auch mal so eingestellt, dass ich ohne eine Rückkopplung von dem Glasmaßstab fahre, also einfach nur dem Motor Befehle gebe. Und wenn ich dann den Glasmaßstab angeschlossen habe und mir den Weg anschaue, dann weicht das von den 200 Counts ab. Also wenn ich dann sage, okay, fahr 1 mm, dann sind es vielleicht mal 197 Counts oder es sind 203 oder 204. Das liegt dann natürlich an der Strecke, weil da Fehler drin sind. Und wir messen ja nicht die Strecke, sondern wir sagen ja einfach nur, fahr in diese Position. Und da können natürlich Fehler drin sein, in der Steigung der Spindel, es kann Spiel im Lager sein, in der Kupplung. Also jede Menge mechanische Fehler, die das verhindern, dass wir genau auf diese Position fahren. Im Glasmaßstab handelt es sich um ein direktes Wegmessverfahren. Und das ist natürlich immer genauer als ein indirektes Wegmessverfahren, wie wir es zum Beispiel bei den Stepper-Motoren haben. Beim Stepper werden ja nur die notwendigen Schritte für eine optimale, fehlerfreie Strecke berechnet. Eine mechanisch fehlerfreie Strecke gibt es natürlich überhaupt nicht. Mit dem Verhindern von den Schrittverlusten allein ist es also nicht getan. Man kann sicher darüber streiten, ob ein Schrittmotorsystem ohne Rückkopplung mit einem direkten Wegmesssystem, zum Beispiel einem Glasmaßstab, überhaupt den Namen Closed Loop verdient. Aus meiner Sicht eher nein, weil ein Closed Loop Motor allein die Strecke und deren mechanischen Fehler nicht berücksichtigen kann. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ich das Portal gebaut habe, welche konstruktive Entscheidungen ich da getroffen habe. Vielleicht schaut ihr dann ja nochmal vorbei. Bis dahin, ciao.